Mit dieser Strategie werden Sie immer Geld haben, auch wenn Sie nur ein paar Dollar für den Anfang haben. Schauen Sie genau hin, machen Sie es mir nach und verdienen Sie schon heute. Hallo Freunde, heute handeln wir mit einem Handy. Also ich verstehe, dass die meisten von euch Smartphones benutzen, weil es keine Möglichkeit gibt, zu Hause während der Ablaufzeit über einen Computer zu handeln. Es ist nicht schwer, ein Geschäft mit einem Signal über ein Handy abzuschließen. Sie wählen einfach ein Währungsspar hier und die Verfallszeit und die Richtung des Geschäfts. Es ist sehr einfach, so dass Sie nicht zusätzlichen benötigen, aber eine komplette Analyse über ein Mobiltelefon zu machen, ist etwas anderes. Ich will damit nicht sagen, dass es unmöglich oder falsch ist. Es ist möglich, aber man sollte über bestimmte Fähigkeiten und eine Strategie verfügen, die für den mobilen Handel geeignet ist. Also es ist nicht so bequem, eine globale Marktsituation zu sehen und detaillierte Indikatoren über ein Handy zu verwenden. Deshalb werden wir heute zwei Indikatoren benutzen, verwenden. Es ist ein Indikator Moving Average. Hier, wir fügen ihn einfach zweimal hinzu. Im Grunde handelt es sich um eine gleitende Mittellinie. Die Periode der ersten Linie wird 12 sein. Wir ändern die Einstellungen nicht. Und die Periode der zweiten Linie ist 25. Wir machen sie dicker, 2 oder 3 Pixel. Und die Farbe ist zum Beispiel rot. Super. Wir haben den Trendindikator hinzugefügt. Er nimmt nicht allzu viel Platz ein, liefert aber eine Menge Informationen, die wir für unseren Handel nutzen können. Was wissen wir über den Indikator Moving Average? Zunächst einmal haben diese Linie unterschiedliche Zeiträume. Die Schnittpunkte dieser Linien richten sich nach dem Trendwechsel von steigend zu fallend und umgekehrt. Wenn die grüne Linie unter der roten Linie liegt, ist der Trend rückläufig. Wenn die grüne Linie oberhalb der roten Linie verläuft, handelt es sich um einen steigenden Trend. Daher besteht unsere heutige Aufgabe darin, mit dem Trend zu handeln. Alle heutigen Geschäfte werden mit dem Trend erfolgen. Die einzige Nuance ist, dass wir nach einem Einstiegspunkt suchen werden. Wir können sowohl den roten als auch den grünen Indikator als Unterstützungs- und Widerstandslinien verwenden, da sie sehr beliebte Perioden sind, die von einer großen Anzahl von Händlern verwendet werden. Außerdem können wir den Schnittpunkt der beiden Mittellinien als Signal verwenden. Also, wenn die grüne Linie die rote Linie nach unten kreuzt, ist das ein Signal für eine Senkung. Wenn sie nach oben zeigt, ist das ein Signal für einen Anstieg. Am wichtigsten ist es, darauf zu achten, wie diese Signale vorher funktioniert haben. Zum Beispiel haben wir jetzt ein Signal bekommen. Wahrscheinlich hat es schon funktioniert. Wir sehen, dass sich der Trend ändert. Der Grafik durchbrach auch die rote Linie, fiel zurück, um sie erneut zu testen und stieg dann wieder an. Es ist also ein schönes Signal für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Auf der Grundlage aller dieser Muster kommen wir zu dem Schluss, dass jetzt eine gute Gelegenheit zum Einstieg in eine steigende Bewegung besteht. Wir denken also nicht lange nach und klicken einfach auf die Schaltfläche kaufen. Heute werden wir versuchen, unsere Einlage mindestens zu verdoppeln. Ich bin gespannt, ob uns das gelingt, aber ich würde mich über jeden Gewinn freuen, denn selbst für mich ist mit dem Immobilienhandel etwas Neues. Heute handeln wir nur auf einem einminütigen Zeitrahmen. Die Verfallszeit des Ziels ist also 1 Minute und der Zeitrahmen einer Kerze ist ebenfalls 1 Minute. Wir analysieren die Grafik mit dem gleichen Zeitrahmen wie die Zeit unseres Ziels. Das erste Geschäft wurde mit Gewinn abgeschlossen, lassen wir uns nach dem zweiten suchen. Also ein weiterer Schnittpunkt hier, diesmal kreuzt die grüne Linie die rote Linie nach unten. Dies deutet auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends hin. Das Einzige, was mich stört, wir können hier eine horizontale Linie ziehen
und dieses Widerstandsniveau beachten. Wir könnten also von diesem Niveau aus eine Reaktion erhalten. Es ist nur wichtig, dass unser Geschäft genügend Zeit hat, um mit Gewinn abzuschließen. Im Allgemeinen sieht die Situation recht gut aus. Natürlich hat die Grafik versucht, das Signal zu durchbrechen und anzusteigen. Wie wir jetzt sehen, fehlt die Grafik immer noch unter die rote Linie, was bedeutet, dass die Verkäufer die Macht übernehmen und die Abwärtsbewegung weitergeht. Der aktuelle Moment ist riskant. Ich hoffe, dass das Geschäft zum richtigen Zeitpunkt abgeschlossen wird. Ich weiß nicht, ob wir genug Zeit haben. Wenn nicht, leider prallt der Kurs von der Unterstützungszone nach oben ab. Lass uns noch ein paar Geschäfte machen. Ich denke, sie müssen uns Gewinn bringen. Wäre der Kurs etwas weiter von der Unterstützungszone entfernt gewesen, hätten wir natürlich schon mit dem ersten Geschäft verdient. Also sehen wir, wie Sie also sehen, funktioniert die Martingale-Strategie hervorragend. Dieser Satz von 3 Geschäften schließt mit Gewinn, die Grafik reagiert immer noch auf die Unterstützungszone, sodass wir eine andere Handelssituation finden werden. Wir machen einen weiteren Deal. Das könnte ein gutes Signal sein, denn nach dieser aktiven Phase die Aufwärtstrend berührt der Kurs die schnelle Mittellinie. Wir erwarten keine vollständige Umkehr oder eine definitive Trendfortsetzung von der Linie, aber eine Art von Reaktion. Es wäre logischer, einen 30-Sekunden-Deal zu machen, aber wir hoffen, dass der einminütige Deal uns genauso gut einen Gewinn bringt. Die Kerze ist grün und nicht klein. Sie wird sich in einigen Sekunden fixieren. Warten wir auf unseren Gewinn und beobachten die Ergebnisse. Also, super, natürlich ist es, wie ich schon sagte, besser kürzere Geschäfte vor solchen bevorstehenden Reaktionen zu machen. 20 bis 30 Sekunden reichen aus, wenn Sie genau dann einsteigen, wenn der Kurs die Linie berührt. Die Grafik wird sich nun wahrscheinlich in Richtung der roten Hauptlinie bewegen, um von dort aus vielleicht eine steigende Bewegung zu starten. Wir bereiten uns auf einen weiteren Abschluss vor. Die beiden Linien werden sich wahrscheinlich kreuzen, wenn diese Kerze fixiert. Also alles super, die Linien kreuzen sich, die grüne Linie kreuzt die rote Linie nach unten. Das bedeutet, dass der Trend von steigen zu fallen wechselt. Legen wir eine vertikale Linie auf unseren Einstiegspunkt. Wir können auch das vorherige Signal überprüfen. Obwohl es nicht wirklich gut gefallen ist, hoffen wir, dass unser aktuelles Geschäft gut laufen wird. Natürlich gab es vorher diese Seitwärtsbewegung. Und ich erinnere Sie daran, dass man während einer Seitwärtsbewegung nicht mit dem Trendindikator handeln sollte. Denn in solchen Situationen gibt es so viele nutzlose Schnittpunkte. Wir suchen also nach Situationen, in denen der Trend eindeutig von steigend zu fallend oder umgekehrt wechselt. Das sind solche Situationen, in denen der Markt eine Zeit lang unter den beiden Linien bleibt und sie dann überquert. In solchen Situationen sind die Signale sehr gut und wir können sicher ansteigen. Hier gibt es in Java einen Kreuz und man könnte in den Markt einsteigen, aber sehen Sie, es sieht nicht so aus, als würde der Trend umschlagen. Das sieht nach einer Seitwärtsbewegung aus. In diesem Fall würde ich also kein Risiko eingehen und keine Geschäfte machen. Nur ein kleiner Rat, vermeiden Sie solche Situationen. Weiter geht's. Hier beginnt also eine interessante Abwärtsbewegung aufwärts. Ich eröffne ein einminütiges Geschäft für einen Anstieg während der kleinen Korrektur. Wenn wir uns die Geschichte dieser Grafik ansehen, können wir feststellen, dass sie sich in letzter Zeit sehr schön mit solchen Wellen bewegt hat, sodass sich der Trend ändert. Ich glaube, dass dieses Geschäft gut ausgehen wird. Abschließend zu diesem Video haben wir
es bereits geschafft, unsere Einlage zu verdoppeln, was wunderbar ist, weil wir über ein Handy gehandelt haben und was schwieriger ist als über einen Computer. Wie Sie also in meinem einfachen Beispiel sehen, können Sie Ihre Einlage um 100% und mehr erhöhen und das in nur 5 bis 10 Minuten machen. Und wenn Sie eine einfachere Methode des Geldverdienens wünschen, empfehle ich Ihnen natürlich, mit professionellen Signalen über Ihr Handy zu handeln, um aufgrund der begrenzten Möglichkeiten keine dummen Fehler zu machen. Der Link zu meinem Signal befindet sich unter diesem Video, also folgen Sie mir und vergessen Sie nicht, mit Ihren Freunden weiter zu empfehlen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video. Tschüss.